Moin zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren Video, wo wir eine Datenschutzerklärung durchlesen wollen. Auch wenn ich eigentlich kein Experte bin, habt ihr euch wieder mal eine gewünscht, und zwar passend zur vor kurzem stattgefundenen Konferenz, die Datenschutzerklärung von Apple. Genau, das wollen wir heute machen, und ich muss dazu sagen, ich bin persönlich kein Apple-Freund, weil, also im Sinne von, es ist einfach mega überteuert, und ich hatte nie wirklich Apple-Produkte, weil ich, tatsächlich sie einfach viel zu teuer finde, und wie gesagt, Linux kostet halt nichts, ne? Aber ich muss bei dieser Privatsphäre oder Datenschutzangelegenheit sagen, das ist scheinbar da der Preis, wo man drauf zahlt. Da, wo quasi Windows und Co. eure Daten verkaufen, da sagt Apple, ja gut, dann verlangen wir halt ein bisschen mehr, dann müssen wir die Daten nicht verkaufen. Ihr kauft im Endeffekt eure eigenen Daten. Also man muss schon sagen, die Datenschutzerklärung hat mir sehr gut gefallen. Kann man sich ruhig mal als Beispiel nehmen. Ich habe hier ein paar Sachen wieder mal markiert. Aber ich muss dazu sagen, das Ganze ist sehr, sehr natürlich sprachlich gehalten. Also da braucht man überhaupt keine Fachkenntnisse, um irgendwie das Ganze zu verstehen. Das ist wirklich sehr, sehr anfängerfreundlich gestaltet, muss ich sagen. Und ich versuche trotzdem so ein bisschen drauf einzugehen. Ich habe mich hier so ein paar Sachen rausgesucht, die dann vielleicht interessant sind. Und zwar bei iMessage. Also bei Verschlüsselung generell irgendwie Transaktionen werden verschlüsselt. Gut, ich meine, das ist Standard. Da darf man sich dann halt auch nicht blenden lassen, muss man auch ehrlich sagen, okay, ich meine, ein Code bei einem Handy kann ich überall eingeben, beziehungsweise einen Fingerabdruck oder was auch immer, kann ich überall machen. Und dass Kommunikation im Internet verschlüsselt ist, das ist auch eigentlich heutzutage der Standard und wird nirgendwo anders irgendwie vernachlässigt, deswegen, das ist eigentlich nichts Besonderes, deswegen habe ich auch nicht markiert. Bei iMessage fand ich ganz geil, also ich kannte iMessage tatsächlich davor nicht und FaceTime kannte ich auch nicht, aber ich fand es geil, dass sie hier geschrieben haben, wir haben iMessage und FaceTime so entwickelt, dass es für uns unmöglich ist, deine Daten zu entschlüsseln, während sie zwischen Geräten übertragen werden. Das heißt für mich, dass die Nachrichten Ende zu Ende verschlüsselt sind. Das heißt, bei euch wird verschlüsselt mit dem Schlüssel des jeweils anderen Gesprächspartners, und nur der kann den auch wieder entschlüsseln. Das heißt, die Schlüssel liegen aber auch nicht irgendwie bei Apple oder sowas, sondern die liegen nur auf den Endgeräten. Das ist ziemlich geil. Das haben viel zu wenig Dienste meiner Meinung nach. Vor allem, wenn man jetzt WhatsApp oder sowas betrachtet, dann ist das ja, wünschenswert, aber offensichtlich nicht so ganz gegeben. Gut, Gesundheit und Fitness. Gesundheit und Fitness heißt hier, welche Daten man speichert in seiner App. Also die App ist dann natürlich nur lokal erstmal. Da hat man kompletten Zugriff drauf, und welche Gesundheitsdaten in der iCloud gesichert werden, da hat man auch Zugriff drauf, und sie werden während der Übertragung auch verschlüsselt. Eigentlich ziemlich geil. Hier kann man es genau einstellen, scheinbar ziemlich interessant eigentlich. Man muss natürlich auch sich immer mit diesen Datenschutzeinstellungen selber befassen. Das heißt, wenn ihr einfach nur die Standardeinstellung übernehmt, dann kann das durchaus mal sein, dass das nicht ganz so toll ist für euch. Das heißt, immer in die Einstellung reingucken, ob ihr irgendwas ausdrehen wollt. Wobei ich bei Apple öfters mal gelesen habe, dass die Standardeinstellungen bedeuten, dass ihr nicht getrackt werdet. Das könnt ihr mir gerne bestätigen oder auch nicht bestätigen. Da weiß ich leider nichts genau. Hier steht zumindest drin, bei manchen oder beim Großteil der Apps, dass es auch standardmäßig nicht trackt. Aber ihr könnt es anstellen, theoretisch. Gut. Machen wir weiter. Hier die Analyse. Analysedaten sind ja immer so ein bisschen nicht so toll, weil dadurch wird man dann halt wirklich getrackt. Vor allem weiß man nicht, was genau analysiert wird. Hier steht natürlich, Analysedaten sind gekoppelt zwischen iOS-Gerät und Apple Watch, und sie werden zur Analyse an Apple gesendet. Das ist ja klar. Allerdings kann man damit scheinbar nicht identifiziert werden, und man wird davor ausdrücklich nach der Zustimmung gefragt. Das heißt, wenn ihr euer iPhone oder was auch immer anschaltet, dann werden da standardmäßig keine Daten hingeschickt. Das ist das, was ich gerade auch vorhin gemeint habe. Wozu diese Dinger dienen: Hardware, Betriebssystem, Performance-Statistiken und Daten dazu beinhalten, welche oder wie man das Gerät und die Apps benutzt. Macht ja auch Sinn, dadurch kann man dann auch wieder sagen, hey, ich verbessere diese Sachen. Wenn man nicht identifiziert werden kann, ist das schon mal gar nicht so schlecht. Das heißt, die werden nicht zu Werbezwecken verwendet. Also diese Zwecke hier kann ich durchaus nachvollziehen. Als Entwickler jetzt, also von der Seite eines Entwicklers, macht es durchaus Sinn, weil man möchte ja seine Produkte auch irgendwie verbessern können. Okay, hier steht auch wieder dabei, persönliche Daten werden gar nicht erst gesammelt, oder sie werden direkt vor dem Senden vor allem, an Apple gelöscht, oder Differential Privacy schützt diese Daten. Was genau ist jetzt also Differential Privacy? Das ist ein relativ mathematischer Begriff sogar eigentlich, der bedeutet im Endeffekt, man möchte möglichst genaue Anfragen von der Datenbank bekommen, während die Wahrscheinlichkeit, dass man persönliche
Informationen finden kann, dass das minimiert wird. Das heißt, ihr könnt im Endeffekt sehr, sehr schlecht identifiziert werden oder eigentlich gar nicht identifiziert werden, aber die Datenbank spuckt trotzdem nicht unendlich viele total unnötige Dienste, also Informationen über euch aus. Im Endeffekt ist es ja relativ kompliziert zu erklären, aber das soll es mal gewesen sein. Es ist eigentlich ein ziemlich gutes Verfahren, muss man dazu sagen. Dazu müsste ich mindestens ein eigenes oder 2 eigene Videos machen, weil das einfach den Rahmen sprengen würde hier gerade. Gut. Ja, warum macht man das Ganze? Dienste verbessern ist so die Standardantwort. Da fällt eigentlich so ziemlich alles darunter. Ja, aber wie gesagt, bei Apple werdet ihr relativ selten eigentlich Werbung finden. Dazu gibt es später noch einen Absatz, deswegen schon mal nicht Werbetreibende, also nicht die Daten verkaufen an Werbetreibende, das ist schon mal ganz gut eigentlich. Okay, hier in Safari hat man natürlich auch noch wieder Security-Einstellungen bzw. Tracking-Einstellungen. Habe ich jetzt aber hier tatsächlich nur hier unten was markiert, und zwar der intelligente Tracking-Schutz. Den fand ich ziemlich interessant. Und zwar ist das Ganze mit Machine Learning sozusagen, dass man nicht getrackt wird von Webseiten, die man besucht. Und das Ganze wird mit Machine Learning gemacht. Machine Learning ist ja immer so der kleine Beigeschmack, dafür brauche ich einen ganzen Haufen an Daten. Und Daten sind normalerweise immer so ein bisschen schwierig, wenn man um Datenschutz irgendwie sich kümmern möchte. Aber in dem Fall ist das Machine Learning Verfahren on device. Das bedeutet so viel wie, dieses Machine Learning Verfahren läuft auf eurem Gerät drauf und nicht auf den Servern. Das heißt, eure Daten bleiben auf eurem Gerät, müssen nicht irgendwie an den Server von Apple geschickt werden, um dieses Machine Learning Verfahren zu trainieren, sondern es reicht völlig aus, dass das Ganze nur bei euch läuft. Das heißt, Apple hat da eigentlich keinen Zugriff auf eure Daten währenddessen. Das ist ziemlich cool. Fand ich auch sehr interessant. Ich wusste auch gar nicht, dass man so genug Leistung hat, dass man das einfach so on-device machen könnte. Die iCloud ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig. Vor allem hat man da schon ein paar Sachen mitbekommen. Also nicht jetzt irgendwie Datenschutzskandale oder sowas, aber dass man halt irgendwie gehackt wurde und dann war plötzlich alles öffentlich. Fand ich ziemlich spannend. Und zwar, die Daten werden scheinbar komplett verschlüsselt, übertragen zumindest. Und meistens auch dann, wenn sie auf dem Server gespeichert sind. Also Verschlüsselung sowieso immer, das ist aber eigentlich der Standard, da darf man sich nicht blenden lassen. Aber auch auf den Servern ist es meistens verschlüsselt. Und die Daten, die zwischen der E-Mail-App und den iCloud-E-Mail-Servern sind, die werden auch verschlüsselt übertragen, wobei die dann natürlich auf dem Server auch unverschlüsselt liegen. Das heißt, da ist nicht so viel drin. Okay, jetzt haben wir hier die verschlüsselten iCloud-Daten, und zwar hier haben wir eben Fotos, Dokumente, Kalender, Kontakte und so weiter und so fort. Das ist alles verschlüsselt. Aber im Endeffekt, damit das Ganze natürlich auf der Cloud auch angezeigt werden kann, muss man natürlich trotzdem hergehen und das Ganze dann den Schlüssel sozusagen bei Apple hinterlegen, so ein bisschen. Also das wird automatisch gemacht, da müsst ihr nichts tun, aber da wird dann der Schlüssel automatisch auch bei Apple hinterlegt und die könnten natürlich jetzt eure Daten entschlüsseln. Ich meine, im Endeffekt machen die ganze Software. Da muss man ihnen einfach vertrauen. Gut, das muss man so oder so, dass sie es halt nicht tun. Aber ja, das steht hier auch mehrfach drin, dass man das im Endeffekt, also wie die Schlüssel gespeichert werden und dass sie da nichts entschlüsseln wollen und so weiter. So, Bildung und Datenschutz fand ich ganz besonders interessant, weil es gibt scheinbar mehrere Apps, die speziell für Schüler sind. Und sie sammeln keine Daten, sie verkaufen keine Daten und sie machen niemals Marketing oder Werbung mit Daten von Schülern. Haben sie hier nochmal extra aufgezeichnet oder hingeschrieben. Weil sie überhaupt gar nicht erst diese Daten sammeln oder verwerten und weitergeben halt schon gar nicht. Eigentlich eine ziemlich coole Einstellung hier vor allem. Gut, ich meine, warum nur bei Schülern? Warum macht man es nicht bei allen? Aber trotzdem, ist schon mal ganz gut. Ja, und abschließend haben wir dann hier unten noch die Fotos. Die Fotos können ja bekanntlich nach Gesichtern und Orten sortiert werden. Das geht natürlich, indem man eben Gesichtserkennung, Ortserkennung und so weiter drauf hat. Und dafür muss dann natürlich auch wieder irgendein Machine Learning Verfahren zum Einsatz kommen und das ist wiederum On-Device Intelligence. Das bedeutet, die Daten werden nicht an die Server von Apple geschickt, sondern laufen alle bei euch auf dem Handy oder was auch immer ihr für ein Gerät habt. Sprich, die werden überhaupt nicht an den Server geschickt und können trotzdem eben analysiert werden und dann eben auch sortiert nach Gesichtern und Orten. Und wenn man irgendwelche Daten teilt zwischen den Geräten, dann wird eben hier, also man kann Daten überhaupt erstmal teilen, wenn man das iCloud Fotos aktiviert, aber ich habe auch irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, wenn man diese Daten teilt, dann werden die verschlüsselt übertragen zwischen den Geräten und werden eigentlich gar nicht wirklich auf dem Server gespeichert, aber ich glaube, das hat sich nicht darauf bezogen. Gut, zu Siri ist ja immer so ein bisschen auch Spracherkennung, schwierig, aber auch hier haben sie eigentlich was ganz Geiles gemacht und zwar, wenn man irgendwie
Also man möchte ja oftmals genaue Antworten haben, eben zum Beispiel Kontakte, Musik, Name und so weiter und so fort, Suchaktivitäten. Die werden erstmal verschlüsselt an die Server geschickt, was Standard ist, das braucht man hier eigentlich nicht zusätzlich erwähnen. Aber diese Daten, also die müssen jetzt tatsächlich auf den Server gehen, weil einfach Spracherkennung viel zu krass ist, als dass man es on-device laufen lassen könnte. Das verstehe ich auch komplett. Und die Daten werden nicht mit deiner Apple-ID, also quasi dem Login, dem speziellen Login, den man auch wirklich auf die Person dann zurückführen kann, verknüpft, sondern einfach mit einer zufälligen Kennung von dem Gerät. Das heißt, also wenn ich eins hätte, ein iPhone, hätte eine ganz spezielle Kennung und damit wird es dann verknüpft. Da weiß man sozusagen, okay, diese Siri kann jetzt, also quasi diese Version von Siri ist speziell für dieses iPhone gedacht, aber halt nicht irgendwie für diese Person, die sich an diesem iPhone angemeldet hat. Dadurch ist so ein bisschen Anonymität drin. Man braucht natürlich diese Zuordnung zum iPhone, sonst kann man halt einfach diese Vorschläge nicht bringen. Und wenn man Siri deaktiviert, oder einfach nur kurz deaktiviert und wieder aktiviert, dann resettet sich diese Kennung. Das heißt, man kriegt eine neue Kennung zugewiesen und ist danach quasi eine andere Person auf dem Server. Und das ist eigentlich auch ziemlich cool. Genau. Dann gehen wir weiter. Dieser lernfähige Sprachprozess hier für Tastaturfeatures, der läuft direkt auf dem Gerät wiederum. Allerdings gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Apps Siri zum Beispiel benutzen und da muss natürlich das Audio erstmal an Apple geschickt werden, also die Sprachaufzeichnung muss an Apple geschickt werden. Dort wird sie dann in Text umgewandelt und dann wird sie wieder zurück an die App gegeben. Da muss man aber immer zusätzlich wirklich sagen, hey, das will ich haben und nicht, hey, das will ich nicht haben, sondern man muss echt aktiv zustimmen scheinbar, dass es funktioniert. Gut, dann haben wir hier noch diese Ortungsdienste, die natürlich bei Siri, also der Spracherkennung, auch dabei sind. Die kann man irgendwie mit einfließen lassen in diese Beschreibung. Also man kann Siri zum Beispiel fragen nach dem Weg oder nach dem schnellsten Heimweg oder sowas, das geht ja immer. Und finde ich auch ein gutes Feature, ehrlich gesagt. Und wenn man diese Ortungsdienste aktiviert, dann wird das logischerweise auch mitgeschickt an Apple, damit eben Siri bessere Antworten geben kann. Macht auch komplett Sinn. Genauso wie wenn ihr jetzt zum Beispiel Fahrpläne oder sowas haben wollt, dann wird das natürlich auch benutzt, um eben regionale Empfehlungen und relevante Nachrichten oder Suchergebnisse vorschlagen zu können. Macht auch komplett Sinn, aber wie gesagt auch hier diese Verwendung von wechselnden, anonymisierten Kennungen, damit eben diese Zuordnung nicht besteht, damit man eben anonym bleiben kann. Und man kann es natürlich auch jedes Mal, wenn man Bock hat, eben das Ganze deaktivieren. So, noch kurz die Gesundheit und das Fitness-Dingens in HealthKit. Ja, klar, man muss natürlich irgendwie die Effektivität erhöhen, man muss Gesundheitsdaten sammeln, damit man irgendwie intelligenter werden kann. Und deswegen sammelt diese App das Ganze. Allerdings steht hier ganz explizit dabei für keinen anderen Zweck als die Verbesserung der App an sich. Und es werden keine Informationen mit enthalten, sozusagen, mit denen man identifiziert werden kann. Was bedeutet, im Endeffekt kriegt das Entwicklerteam einen riesigen Haufen an Daten, die einfach völlig zusammengewurstelt sind. Zum Beispiel 95% der Leute, die am Tag sich nicht bewegen, haben dann irgendwie Schwierigkeiten mit, keine Ahnung, mit Beinen oder was auch immer. Aber halt so komplett komische Statistiken, mit denen man halt nicht auf einzelne Personen Rückschlüsse ziehen kann und sowas in der Richtung eben. Okay, und dann Apple Music noch kurz. Hier steht dabei, die Lieder, die du streamst, also das, was lokal bei dir läuft, ist sowieso völlig egal. Und die Lieder, die man streamt, werden halt nicht von anderen Diensten für irgendwelche Werbezwecke verwendet, beziehungsweise können gar nicht verwendet werden. Und man kann sich jederzeit eben aus der iCloud abmelden und dann ist das sowieso schon wieder komplett hinfällig. Karten, auch wieder ein eigenes Feature, benutzen wieder mal natürlich personalisierte Features, das ist ganz klar, wie eigentlich so ziemlich alles heutzutage. Ich meine, man ist ja, wie gesagt, immer an einem bestimmten Ort unterwegs oder häufiger an einem bestimmten Ort unterwegs und dann kann man eben sagen, hey, ich möchte zum Beispiel mein Wi-Fi aktivieren, wenn ich jetzt in der Nähe von meinem Zuhause bin oder sowas. Allerdings werden auch hier die Daten auf dem Gerät verwendet und nicht die vom Server und sie sind wieder mal mit einer zufälligen Kennung, das kennen wir ja mittlerweile, zufällige Kennung, die nicht mit dem Apple-ID-Dingens in Verbindung gebracht werden kann. Eigentlich ziemlich geil. So, zu Siri noch ein kleines Update hier unten, weiß auch nicht, warum das erst jetzt kommt, und zwar Kontextinformationen wie zum Beispiel Standort werden natürlich irgendwie einbezogen in die Verarbeitung, aber hier auch wieder keine permanente persönliche Identifikation, das heißt nur Kurzzeitdinger, die immer mal wieder resettet wird, das hatten wir eigentlich vorhin schon, soweit ich weiß, man kann es natürlich auch deaktivieren und
Man schränkt ja auch die Partner ein, das fand ich ziemlich cool. Scheinbar gibt es da auch für Entwickler mehrere Einschränkungen, dass man da irgendwie nicht so ein Profil erstellen kann. Also das heißt, wenn ihr irgendwie einer anderen App Zugriff auf Siri gebt, dann kann man da trotzdem nicht ein Profil erstellen von wegen, hier ist man immer, also um 15 Uhr ist man zum Beispiel immer an diesem Ort und um 18 Uhr ist man immer an diesem Ort. Das geht scheinbar auch nicht, weil man eben diese Langzeitprofile irgendwie gesperrt hat. So, und dann kommen wir zum schwierigsten Thema offensichtlich oder meistens irgendwie, und zwar Werbung. Werbung ist immer so ein bisschen das Problemkind überhaupt, weil ich meine, Werbung basiert ja im Endeffekt darauf, dass man persönliche Daten weitergibt an die Werbetreibenden. Das ist ja eigentlich der Sinn von Werbung heutzutage. Früher hat man einfach TV-Werbung geguckt und hat gesagt, okay, jeder, der Ninja Turtles angeguckt hat, findet Ninjas geil, deswegen kriegt er Ninja-Werbung. Okay, das war ein schlechtes Beispiel. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Heutzutage ist es ja relativ persönlich mittlerweile und deswegen sagt auch Apple hier, ja, sie haben Werbung, allerdings nur im App Store kriegt man Werbeempfehlungen, was Apps angeht. Das heißt, ihr kriegt irgendwelche App-Vorschläge und hier eben anhand der Suchen und der Liste der geladenen Apps kann eben irgendwie relevante Suchanzeigen können angezeigt werden und das ist sozusagen der Punkt, an dem sie dann Werbung im Anführungsstrichen Werbung liefern. Man kann aber jederzeit auch kein Ad-Tracking einstellen, das hat man hier oben gesehen, wunderbar. Könnt ihr auch machen. Kein Ad-Tracking bedeutet so viel wie, ihr kriegt keine persönliche Werbung mehr, also keine personalisierte Werbung, sondern ihr kriegt einfach irgendwelche Werbung. Zum Beispiel, ja, der meistbietende halt einfach quasi und der wird euch dann empfohlen, also keine persönlichen Informationen mehr. Ja, alles in allem, also ich bin jetzt fast am Ende mit dem ganzen Ding, deswegen, ihr könnt gerne noch das komplett durchlesen, ist wirklich sehr, sehr angenehm zu lesen, also sehr einfach auch zu lesen, aber ja, das war so ein kleines Zusammenfassungsvideo hier für euch. Und alles in allem muss ich sagen, ich habe mittlerweile verstanden, warum Apple-Produkte eigentlich so fucking teuer sind. Weil eben hier eure Daten nicht irgendwie weiterverkauft werden. Ich meine, bei Microsoft zahlt man mittlerweile für Windows 10, ich habe gar nichts gezahlt, weil ich quasi das gratis Update bekommen habe von Windows 7 auf Windows 10. Ja, 100 bzw. mehrere tausend Entwickler für Windows 10 müssen sich auch irgendwie finanzieren und die können auch nicht einfach für gratis arbeiten, weil die müssen auch irgendwie von irgendwas leben können. Und deswegen ist ganz klar, dass Windows ein bisschen mehr auf Werbung setzen muss. Das heißt, sie müssen eure Daten verkaufen, während Apple sagt halt einfach, okay, ihr kriegt hier Hardware, ihr kriegt hier Software und ihr kriegt hier noch ein paar andere Features. Die müssen wir auch irgendwie finanzieren, deswegen machen wir sie einfach so unglaublich teuer, aber wir verkaufen dafür eure Daten nicht. Ist natürlich auch ein Ansatz und kann ich mittlerweile auch nachvollziehen, warum es mittlerweile so viele Apple-Fanboys gibt, oder Fangirls, sorry. Ich persönlich werde trotzdem nicht zu Apple wechseln wahrscheinlich, weil ich einfach Linux viel zu toll finde und mein Handy, mein Handy oder Tablet ist halt einfach nur ein Gerät, ne? Das ist halt, ja, das benutze ich kaum im Vergleich zu meinem normalen Rechner. Sprich, da kann man mich ruhig tracken, da findet man sowieso nichts, was irgendwie wirklich relevant ist. Und ja, ich benutze tatsächlich kein WhatsApp. Okay, das war's von meiner Seite mal wieder. Ich hoffe, ich konnte mal wieder so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und euch hat's gefallen. Wie gesagt, das Video ist auch auf einen Wunsch hin entstanden oder auf mehrere Wünsche hin entstanden. Deswegen lasst mir gerne Feedback da, wenn ihr noch weitere Wünsche habt, immer gerne raus damit und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!